Auf dem Spektrum und in der IT. Wir sind ein Forschungsteam, das sich für die Perspektiven von EntwicklerInnen auf dem autistischen Spektrum interessiert und diese als Mittelpunkt für unsere partizipative Forschung sehen. Aber wer sind eigentlich wir? Wir sind ein interdisziplinäres Team bestehend aus Professor Janet Siegmund von der Technischen Universität Chemnitz, Professor Sven Apel von der Universität des Saarlandes, Gastprofessorin Isabella Grasel von der Technischen Universität Darmstadt, Professor Stefan Sobernick von der Wirtschaftsuniversität Wien und natürlich ich, Nadja Just oder auch Felis, Doktorandin bei Janet Siegmund und damit auch von der Technischen Universität Chemnitz. Unser Forschungsziel ist es, mit den betroffenen Menschen aktiv die Forschung zu gestalten. Aus unserer Perspektive wird im Moment immer noch viel zu viel defizitorientiert geforscht, das heißt mit Fokus auf die Schwächen, und das wollen wir ändern. Wir wollen mit EntwicklerInnen auf dem Spektrum Themen herausarbeiten, auf welche Schwerpunkte sich die Forschung fokussieren soll. Das heißt, für uns stehen die Perspektiven von EntwicklerInnen auf dem Spektrum im Fokus. Konkret wollen wir ein besseres Verständnis dafür schaffen, welche Strukturen EntwicklerInnen auf dem autistischen Spektrum unterstützen und welche Strukturen sie behindern. Unsere Forschung soll helfen, die Stärken, die sie mitbringen, sichtbar zu machen und Arbeitsplätze inklusiver zu gestalten. Das heißt, wir wollen ihre Perspektiven sichtbar machen. Und unsere Forschung soll helfen, zum Beispiel, wenn Anpassungen am Arbeitsplatz diskutiert werden oder um Stereotype, die zum Beispiel durch Medien reproduziert werden, zu durchbrechen. Momentan führen wir zu diesem Zweck Interviews durch, in denen wir die Stärken, welche EntwicklerInnen auf dem autistischen Spektrum haben, identifizieren, sowie auch Barrieren, welche sich in der Softwareentwicklung ihnen in den Weg stellen. Darüber hinaus wollen wir ein Bild erlangen, wie Autismus am Arbeitsplatz gehandhabt wird und welche Fragen Sie in der Forschung bearbeitet sehen möchten. Jetzt habe ich das Wort partizipative Forschung mehrfach genutzt. Aber was bedeutet das? Unsere Forschung verfolgt einen mehrstufigen Ansatz, der offen und explorativ gestaltet ist. In den Interviews wollen wir Schwerpunkte für weitere Forschung identifizieren. Daraus leiten wir zentrale Themenfelder ab, welche in weiteren Studienteilen vertieft und untersucht werden. Der partizipatorische Ansatz zeigt sich daran, dass wir EntwicklerInnen auf dem Spektrum dabei in jedem Schritt der Forschung mit einbeziehen. Zum einen natürlich ihre Perspektiven in den Interviews, aber auch in der Auswertung. Zum Beispiel bei der Frage: Haben wir die relevanten Themenfelder identifiziert? Und natürlich auch bei der Gestaltung der weiteren Forschungsteile. Momentan führen wir dazu die Interviews durch, welche die Forschungsschwerpunkte der weiteren Studienteile identifizieren sollen. Diese laufen so ab, dass wir bei Interesse der Teilnahme einen Vorabfragebogen versenden. In diesem werden sie gebeten, ihre Einschätzungen zum Beispiel zu Entwicklungsmethoden oder Projektmanagement-Tools abzugeben. Aus diesen erarbeiten wir die Schwerpunkte für das Interview und können diese gern auf Nachfrage als Leitfaden für das Interview teilen. Im Interview reden wir dann über diese Einschätzungen, warum sie so getroffen wurden, um die Erfahrungen von EntwicklerInnen auf dem Spektrum besser zu verstehen. Unsere Forschung fokussiert die Perspektiven von EntwicklerInnen auf dem autistischen Spektrum. Wir wollen einen vielfältigen Ausschnitt der Erfahrung von EntwicklerInnen auf dem Spektrum in der Forschung repräsentieren. Dafür suchen wir EntwicklerInnen auf dem Spektrum mit Berufserfahrung. Dabei gibt es aber keine Einschränkungen für eine spezifische Vorbildung. Wir können Interviews in Deutsch und Englisch anbieten. Uns ist bewusst, dass das Forschungsthema sensibel ist und nicht jede Entwicklerin geoutet ist. Deshalb legen wir großen Wert auf den Datenschutz und haben mehrere Mechanismen integriert, um die Daten nicht nachverfolgbar auf einzelne Personen zu gestalten. Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel via E-Mail und enthält daher meist einen Klarnamen. TeilnehmerInnen erhalten gleich zu Anfang intern für uns ein Pseudonym und eine ID, welche auf dem Pseudonym basiert. Der Vorabfragebogen ist mit der Umfragesoftware Lime Survey erstellt, welche auf den Servern der Technischen Universität gehostet wird. Die Daten verlassen also nicht die Server, welche in Chemnitz stehen. Wir bieten an, das Interview bei uns oder Ihnen vor Ort durchzuführen. Dabei würden wir das Interview aufnehmen. Wir können aber auch gern das Interview online über die Videokonferenzsoftware Big Blue Button durchführen, welche ebenfalls auf den Servern der Technischen Universität gehostet wird. Auch diese Daten verlassen die Server in Chemnitz nicht. Für eine Auswertung müssen die Daten transkribiert werden. Dazu nutzen wir den Dienst F4 Audio Transcribe, welcher zusichert, die Daten auf den Servern in Deutschland zu verarbeiten. Weiterhin sichert der Dienst zu, die Daten nach Transkription zu löschen und nicht für andere Zwecke zu nutzen. Nach der Transkription und der Überprüfung des Transkripts werden die Videos gelöscht.
Aus den Transkripten werden alle identifizierbaren Informationen, wie zum Beispiel ein Ausbildungsort, der genannt wurde, gelöscht und sie werden nur in Verbindung mit dem vergebenen Pseudonym gespeichert. Wir hoffen, dass unsere Forschung Sie interessiert. Sollten noch Fragen bestehen, können wir diese gern via Mail oder einem Vortreffen besprechen. Der eingeblendete QR-Code führt zu einer Website, in der alle Informationen zum Datenschutz noch einmal zu finden sind, sowie eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.